2010 wurde ein Papagei vermisst, der mit demselben britischen Akzent wie sein Besitzer sprach. 4 Jahre später wurden die beiden wieder zusammengeführt, aber inzwischen hatte sich etwas verändert. Der Papagei plapperte nun nicht mehr mit britischem Akzent, sondern auf Spanisch vor sich hin. Papageien und einige andere Vogelarten sind die einzigen Tiere, die menschliche Sprache reproduzieren. Und manche Papageien können das unheimlich gut. Wie ist das möglich? Die meisten wilden Papageien sind sehr sozial. Sie benutzen Laute, um sich zu paaren, ihr Territorium zu markieren und um Gruppenbewegungen zu koordinieren. Manche Arten bilden Schwärme, die sich ständig verändern. Daher müssen einzelne Papageien in der Lage sein, mit vielen anderen zu kommunizieren. Papageien benutzen Kontaktrufe zur Kommunikation, wenn sie einander nicht sehen. Aber wie genau sie diese Rufe einsetzen, hängt von der Art und der Größe des Schwarms ab. Mönchssittiche etwa leben in großen Kolonien und haben individuelle Kontaktrufe, mit denen sie sich von anderen abheben. Gelbnacken-Amazonen hingegen leben in kleineren Gruppen, die sehr ähnliche Kontaktrufe erlernen und verwenden. Das Bedürfnis nach raffinierter Nachahmung erklärt zum Teil, warum Gelbnacken-Amazonen und manche andere Papageien viele Geräusche, darunter auch die menschliche Stimme, genau nachahmen können. Wie verkündet ein Papagei aber eigentlich, dass Polly einen Keks will? Ein Mensch würde diese Laute mit seinem Kehlkopf, dem Organ am oberen Ende der Luftröhre, erzeugen. Es besteht aus Muskelringen und einer vibrierenden Membran, die den Luftstrom kontrolliert. Mit der Zunge und den Lippen formt er die Laute zu erkennbaren Wörtern. Bei einem Papagei hingegen entsteht der Ton in der Syrinx, die sich am unteren Ende der Luftröhre befindet. Viele andere Vögel haben 2 vibrierende Membranen innerhalb dieses Organs, aber wie wir haben Papageien nur eine. Wenn die Geräusche die Luftröhre verlassen, formen Papageien sie mit ihren Zungen und Schnäbeln. Sie können dies, weil sie besonders bewegliche, kräftige Zungen haben, mit denen sie Samen und Nüsse bearbeiten können. Und obwohl die Schnäbel der Papageien starr sind, haben sie sehr flexible Kiefergelenke, die ihnen viel Kontrolle darüber geben, wie weit und wie schnell sie ihre Schnäbel öffnen. Wie bei anderen Tieren mit erlernten Lauten gibt es auch im Gehirn von Papageien miteinander verbundene Regionen, die es ihnen erlauben, sich komplexe Laute zu merken, sie abzuändern und zu reproduzieren. Aber während Singvögel nur ein Gesangssystem in ihrem Gehirn haben, scheinen fast alle Papageien einen zusätzlichen Schaltkreis zu besitzen. Wissenschaftler glauben, dass sie dadurch besonders flexibel sind, wenn es darum geht, die Rufe ihrer eigenen und unserer Art zu erlernen. Mit dieser speziellen Anatomie können Papageien bellen, schreien, fluchen und Sprüche aufsagen. Ein unerschrockener, verirrter Papagei kam wieder nach Hause, da er hilfsbereiten Fremden seinen vollen Namen und seine Adresse aufsagte. Aber diese beeindruckenden Fähigkeiten werfen eine andere Frage auf. Verstehen Papageien eigentlich, was sie sagen? Wenn Papageien in Gefangenschaft sprechen, versuchen sie wahrscheinlich meist in Abwesenheit von Artgenossen soziale Bindungen aufzubauen. Viele von ihnen haben vermutlich Assoziationen zu Wörtern, die bestimmte Reaktionen hervorrufen, daher ihre Fähigkeit zu fluchen. Aber vor allem nach einem Training wurden Papageien dabei beobachtet, wie sie Dinge im passenden Kontext sagten und Wörtern eine Bedeutung zuwiesen, indem sie am Abend Gute Nacht sagten, nach bestimmten Leckerlis fragten oder Gegenstände zählten und auswählten. Ein intensiv trainierter afrikanischer Graupapagei namens Alex war das erste nichtmenschliche Wesen, das eine existenzielle Frage stellte, als er fragte, welche Farbe er habe. Ob sie nun Beyoncé singen, mit dem Kopf zur Rockmusik wippen oder Zoobesucher mit Kraftausdrücken beschimpfen, Papageien versetzen uns schon seit Jahrtausenden in Erstaunen. Aber unsere Faszination für Papageien gefährdet sie auch. Sie werden von Wilderern und Tierhändlern gejagt und verlieren ihren Lebensraum durch Abholzung, sodass die wilden Populationen dramatisch zurückgegangen sind. Um Papageien wirklich zu verstehen, müssen wir sie in freier Wildbahn erhalten und erforschen. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.